meisten Kindern und Jugendlichen ist es noch heute so, dass alle, die egal auf welchem Niveau sie heute spielen, Jugendliche, Erwachsene, Amateure, Profis, alle angefangen sind, Fußball zu spielen, weil dieses Spiel einfach unglaublich viel Spaß macht. Weil zunächst mal jedes Kind ja ganz viel Freude daran hat und Spaß daran hat, mit einem Ball umzugehen, vor den Ball zu treten, den Ball zu werfen. Egal, was man mit so einem Ball alles machen kann. So fängt es ja an. Die Knappenschmiede ist ein Brand und dieser Brand ist von unschätzbarem Wert. Dass ein Nachwuchsbereich im Fußball einen Wiedererkennungswert hat, das ist unfassbar gut und wichtig. Dass man weiß, wo man ist, wenn man von La Masia redet in Barcelona. Und man weiß, wovon man redet, wenn man von der Knappenschmiede redet. Ja, die Knappenschmiede ist halt die Aushängeschild von Schalke 04. Und ich glaube, das ist der Arbeit, was wir haben, dass wir auch mehrere junge Leute hochbringen. Ja, schau dir die Talente an, die Fußballer an, die da rausgekommen sind aus der Knappenschmiede. Das ist wirklich Wahnsinn. Also Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, Leroy Sané. Also die Liste ist ja wahnsinnig lang. Ich glaube, dass das was ist, wo man führend ist in Deutschland, wenn nicht sogar auch weltweit. Der Traum, Bundesliga-Profi zu werden, ist jetzt von jedem Kind, denke ich mal, der Fußball überhaupt spielt. Es ist schon mittlerweile ein Ziel geworden von mir, den ich jetzt anstreben will und den ich auch hoffentlich erreichen werde. Und los geht's! Wer kriegt als erstes den Ball? Aufstehen geht! Du hast ganz viel Platz. Schau mal auf der anderen Seite, Kopf nach oben. Die Trainer in einem Nachwuchsleistungszentrum und insbesondere in der Knappenschmiede sind die wichtigsten Vervielfältiger. Deswegen brauchst du auch, was die Altersstufen betrifft, entsprechende Spezialisten, die sich insgesamt mit Kindern und Jugendlichen gut auskennen, die vor allen Dingen aber auch Kinder und Jugendliche schätzen, mögen und lieben. Ein bisschen weiter nach außen, freilaufen, genau. Was hast du noch für eine Möglichkeit? Zum Torwart. Fußballerische Ausbildung steht natürlich im Vordergrund, aber wir wissen, dass uns Eltern ihre Kinder anvertrauen, für die wir verantwortlich sind. Und insofern ist es ganz wichtig, dass sie sich auch als Menschen entwickeln. Hallo. Ich glaube, dass es uns hier wirklich ganz gut gelingt, dass die Knappenschmiede, der FC Schalke 04 insgesamt doch noch wie so eine zweite Familie ist. Wenn ihr kommt, macht ihr alle, ich mach Kontrolle. Dankbarkeit, Respekt, Ehrlichkeit, Toleranz, Teamfähigkeit und Fairness, dass die mindestens genauso wichtig sind wie Technik, Taktik und so weiter. Dann hat er für die kurze Zeit meine zweite Oma. Das ist gut. Schon gut, ne? Man sieht die Jungs von Jahr zu Jahr und sieht die Entwicklung, sieht, wie der Schritt weitergeht. Es ist einfach wunderbar und macht Riesenspaß zu sehen, wie sich die Jungs entwickeln. Und das ist halt ist einfach geil. Ist, glaube ich, auch wahnsinnig viel Arbeit. Aber ich denke, dass sich das lohnt, weil es auch schön ist, glaube ich, wenn man sagen kann als Verein, wir haben diese Spieler rausgebracht, wir haben die aufgebaut und dahin gebracht, wo sie jetzt aktuell stehen. Das Hauptaugenmerk, dass wir gute Menschen ausbilden, die hier was mitnehmen, auch für ihr späteres Berufsleben. Und dass einige wenige so gut sind, dass sie die erste Mannschaft verstärken können. 10 Sekunden! 3, 2, 1 und Schluss! Was ja auch schön ist, wenn wir die Jungs einkleiden, die halt mal mit so einer Hose anfangen und dann mit so einer Größe enden. Das ist natürlich, wenn die so lange bleiben, da hat man mehr als Spaß, die Spieler zu erleben. Ich bin zuständig für die Einkleidung von der U8 bis U23. Dann das Zweite ist ja, dass ich die U23-Mannschaft betreue.
Und wenn ich dann abends fertig bin, dann haben wir ja unser Internat, wo ich dann zurückgehe, wo ich mir dann den letzten Kick hole und mit den Jungs doch mal den Tag einfach reflektiere oder solche Sachen machen, wo wir dann schon mal Abwechslung haben. Das ist so, als wenn man hat jetzt 9 Kinder. Ich koche, sehe zu, dass drüben alles in Ordnung ist, dass immer alles aufgefüllt ist und versuche, dass es immer schön aussieht. Mädchen für alles, sage ich immer. I think she's very funny. I don't understand her, to be honest, and she doesn't understand me. So a lot of times she says something, I laugh. I say something, she laughs. Für mich persönlich wichtig ist, dass die Jungs sich hier bei uns wohlfühlen, dass sie eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln, sich respektvoll erwachsenen Personen gegenüber verhalten und dass sie gewisse Dinge, die für sie gemacht werden, auch zu schätzen wissen. Im typischen Internat stellt man sich halt so vor, ein Gang, rechts ein Zimmer, links ein Zimmer. Bei uns ist es halt eine ehemalige Villa, die wir umgebaut und zu einem Internat adaptiert haben. Das ist ein großer Pluspunkt für die Entwicklung der Jungs. Wir auf Schalke pflegen die duale Ausbildung. Das heißt, sollte Plan A ist für die Jungs Fußball, das wissen wir, nicht funktionieren, dann sollte Plan B greifen. Und das ist eine gute schulische Ausbildung, um ihnen auch ein Leben nach dem Fußball zu ermöglichen. Das Ziel eines Jungen, der hier zu uns auf Schalke kommt, ist definitiv und zu 100% Profi zu werden. Die haben ihr Ziel, die wollen Profi werden und dafür tun sie alles und nutzen jegliche Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, um sich zu verbessern und ihrem Ziel dadurch näher zu kommen. Die würden ja am liebsten mit dem Ball ins Bett gehen, damit schlafen, morgens zum Frühstück mitnehmen und in die Schule auch. Die leben den Fußball. Für ausländische Spieler oder die im Ausland halt wohnen, so wie Mika oder ja, Matthäus oder eben Amerika, da kannst du nicht mal hinfahren, wenn du mal 1 Tag oder 2 Tage frei hast. Und dann wohnen sie in die Sinn, ihre Eltern. Mika ist, glaube ich, jetzt schon fast 4 Monate nicht mehr zu Hause gewesen. Wir können natürlich die Eltern nicht ersetzen, aber wir können ein bisschen als Ersatz fungieren. Ob das jetzt der Peter, die Elke ist, ich oder andere Mitarbeiter. Die Jungs suchen sich einen Ansprechpartner. Und natürlich, wenn jemand krank ist, kümmern wir uns um die Jungs. Aber Eltern können wir nicht ersetzen, das wisst ihr selbst. Aber wir geben unser Bestes, dass wir eben kleine Dinge davon übernehmen können. Wenn ich eingeschlafen bin, dann ist für mich Feierabend. Ich sehe es auch nicht richtig als Arbeit. Ne? Ich sehe es als Vergnügen und dann sehnt man sich jetzt nicht unbedingt so nach Feierabend. Ne? Ah, 9-7. Bitte. Ah, ist 1-1, komm. Ja, jetzt ist gut. Kamera ist voll. Kamera ist leer. Karte ist voll. It's the final. It's 1-1. Komm, Finale. 1, 2, 3, komm. Morgen, Adi. Hallo. Morgen. So, Männer. 9 gegen 9. Alt gegen Jung. Und dann, was wir vor allen Dingen sehen möchten, ist Spiel in die Tiefe. Dazu gehört der erste Blick in die Tiefe. Dazu gehören viele Angebote in die Tiefe, in die entsprechende Staffelung. Aber vor allen Dingen, wenn jetzt zum Beispiel Blau bis zur Mittellinie hochschiebt, habt ihr da noch viel Raum? Also ihr habt ja hier nur einen Teil von der Breite. Habt ihr jetzt bei der Spielform ganz viel Tiefe? Was meint ihr? Der moderne Fußball hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Durch die taktischen Veränderungen ist gerade der Raum Gegner-Zeitdruck immer größer geworden. Und in dieser Enge musst du zurechtkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass du es übst und dass du es lernst. Damit meine ich, dass du permanent siehst, was sich alles verändert.
Wo sind meine Mitspieler? Wo bewegen sie sich hin? Wo sind die Gegenspieler? Wo ist der Ball? Wo sind freie Räume? Und um all das zu sehen und zu erkennen, musst du permanent online sein, permanent das Spielfeld scannen, um dadurch eben die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das ist ja jedem klar, der Kopf gewinnt. Dann muss man doch dem Kopf mindestens genauso viel Zeit widmen wie den Füßen, wie den Beinen. Und nicht nur fürs Kopfball spielen, sondern auch, um den Kopf zu trainieren. Szene geht weiter. Spieler geht raus zum Doppelpass. Was ist seine Aufgabe? Das sogenannte observative Training. Diese Dinge werden von uns natürlich auch immer stärker genutzt, weil es für die Entwicklung der Spieler auch große Vorteile mit sich bringt. Er hat den jetzt gut mitgenommen. Wenn du ihn so nach vorne spielst, dass er direkt hinter die Kette kommt. Ja. Aber ansonsten war es einfach eine gute Aktion. Der Trainer hatte mir schon direkt das Erste, was er gesagt hat, war, wenn ich trainieren werde, werde ich erst ein paar Wochen Kopfschmerzen bekommen. Und da hatte er nicht unrecht, weil diese Trainingseinheiten von ihm sind sehr intensiv, sehr viel Basics, aber sehr hilfreich. Ich bin stolz drauf, diesen Trainer an meiner Seite zu haben jetzt. Zweimal pro Seite. Es macht halt Spaß, die Truppe anzuführen, und wenn Training ist, dann sagt man halt nicht, oh, es ist jetzt Training, sondern die Spieler stimmen, der Trainer stimmt, die Trainingseinheit ist top und man freut sich einfach drauf. Starten wir mit der Technik-Koordinationsacht, die Verbindung von technischem Aufwärmen, koordinativen Elementen. Wir gehen danach ins fußballspezifische Schnelligkeitstraining und werden dann noch ein Turnier spielen, 3 Mannschaften. Machen wir dann Schnick, Schnack, Schnuck. Wer dann anfängt, die Mannschaft, die ein Tor kassiert, geht raus. Und die Mannschaft, die draußen ist, muss sofort rein. Hat natürlich auch wieder was mit schnellem Umschalten zu tun. Schwerpunkte in der Spielform: Ball gewinnen, schnelles Umschalten, kontern, gegenpressen, fallen, wieder in den Block kommen, möglichst in den 3-2-Block kommen. Oder sollen wir es nicht so machen? Ich finde es gut. Ne? Weil die müssen sich ständig ihre Position anpassen. Der Torwart muss eigentlich immer mit dem Ball mitgehen. Weil ja, genau. Muss immer da sein, wo ein Tor gefallen ist, sonst kommt er nicht rechtzeitig. In der Mitte, und dann muss er mit dem Ball wie ein Linienrichter. Ist gut. In der U19 ist es schon ein bisschen anders. Die kommen dem Profibereich, dem Erwachsenenbereich schon sehr, sehr nahe. Da sind die Ähnlichkeiten schon deutlich größer, auch in der Trainingsgestaltung. Und dann ist es natürlich enorm wichtig, dass der Trainingsaufbau komplett steht, bevor die Spieler den Platz betreten. Dass die Jungs da einfach selbst noch mal ein bisschen was gestalten können, aber wir ihnen auch bestimmte Dinge anbieten, wo sie individuell schon ein bisschen mehr machen können. Aber der große Vorteil ist, wir können sofort ins Programm gehen und wir haben dann, wenn die Jungs den Platz betreten, einfach die Möglichkeit, mit ihnen Einzelgespräche, persönliche Gespräche zu führen. Einfach ihnen auch zu zeigen, dass wir an ihnen interessiert sind, dass wir uns kümmern. Also wir erwarten schon, dass unsere Jungs jeden Tag alles raushauen, was sie haben, dass sie jeden Tag ihr Bestes geben. Aber wir wissen natürlich auch, dass einfach mal eine schlechte Form, ein schlechter Tag dazu gehört. Dass man mal traurig ist aus irgendwelchen Gründen. Weil wir trainieren ja Menschen und keine Maschinen und Roboter. Okay, also. Also ich habe es mit 16, 17, 18, 19-Jährigen zu tun. Spätestens in diesem Alter, ich denke sogar im U17-Bereich schon, wenn nicht sogar davor, müssen Spieler lernen, dass ihr Berufswunsch oder da, wo sie hinwollen, dass das schon auch was mit Resultat zu tun hat. Und sie müssen auf dem Weg dorthin merken, dass fußballerisches Talent einfach nur Bedingung ist. Dass dich das aber nur ins Fenster oder in die Tür zum Profifußball stellt und dass du auch ein Talent dafür brauchst, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden. Aber dass es schwer ist, dahin zu kommen, dass wir es ihnen nicht zu leicht machen. Deswegen wird ja von unserem Training im U19 auch schon mal gesagt, hart. Und
würde ich gar nicht so sehen. Es ist einfach nur fordernd und intensiv, weil ich darin die einzige Chance sehe, dann wirklich auch dahin zu kommen. Euer Ziel auf jeden Fall Tore, Tore, Tore wie gerade. Aus dem Spiel heraus, aus der Kombination heraus. Überzahl suchen, vor allen Dingen 2 gegen 1. Aber auch kreative Einzelaktionen. Ich möchte immer wieder, dass ihr euch traut, ins Dribbling zu gehen. Dass ihr euch auch traut, trotz Mannschaftsspiel immer wieder auch mal was Besonderes zu machen. Los geht's, Männer. Wettkampf. Athletik, Ausdauer, funktionelle Kraft, vor allen Dingen Schnelligkeit und Schnellkraft. Enorm wichtig im Spitzenfußball. Druck drauf, Druck drauf! Mentale Stärke. Richtig gut zu sein, wenn es drauf ankommt. Und wenn du in die Arena einläufst, dann kommt es drauf an. Und dann natürlich, dass du teamfähig bist. In einem Kader von 20, 25, 30 Leuten. Da musst du auch mal deine Ellbogen einsetzen können, aber ohne Rasierklingen daran. Das sind so die wesentlichen Faktoren. Ich weiß nicht, ob sich das in jeder Trainingseinheit widerspiegelt, aber das versuchen wir schon hinzukriegen. Ihr wisst ja, gebt alles, nur nie auf. Kein Hochkreuz, mach kein Hochkreuz, bleib gerade. Was ist los, Kaspar? Komm, Mika, komm, Mika! Klar, Liebe zum Fußball. Das macht unglaublich viel Spaß, aber für mich persönlich liegt ganz viel Sinn darin und ganz viel Erfüllung darin, jungen Menschen dabei zu helfen, ihre Wünsche, Ziele und Träume zu verwirklichen, ihr Talent, ihr Potenzial zu entfalten. Wir haben eine sehr gute, hochmotivierte Einheit, so wie es sein muss, um Erfolg zu haben, um besser zu werden. Seht zu, dass ihr nach Hause kommt, gut essen, gut trinken. Schönen Abend noch. Mein Name ist Greta Zamora, ehemaliger Fußballprofi und habe das Glück, jetzt auf Schalke arbeiten dürfen für die U23 als Manager. Und heute habe ich euch hier und erkläre euch mal ein bisschen, was Schalke ist. Danke, danke. Euch auch, hä, heute. Gib Gas, Junge, sonst komme ich auf den Platz. Ja, Rücken geht immer zu. Für mich war es immer noch wichtig, wenn man jahrelang hier auf Schalke gespielt hat, dass ich gern wieder zurückkommen will, weil das Schalke 04 mein Verein geworden ist und ich einfach gern hier auch irgendwas machen wollte. Und dann habe ich damals den Glück gehabt, einfach die U23 zu übernehmen, weil das auch für mich halt so eine Herzensangelegenheit war, weil ich selbst auch 2 Jahre gespielt habe. Du musst entscheiden, ob du den haben willst. Ja, aber über U19. Wir haben gerade über den U19-Spieler gesprochen. Es gibt ja immer die Top-Talenten, die vielleicht direkt aus der U19 zum Profi schaffen, aber es gibt die Talenten, die halt nicht direkt schaffen. Die brauchen halt diesen Zwischenschnitt. Und da sind wir als U23-Mannschaft da, um halt die Jungs einfach diesen Zeit zu geben, dass sie die Ziele erreichen. Wir gehen ja nicht auf Fußrasen, ne? Auf Rasen, ne? Alles klar. Okay, bis dann. Auf Rasen. Die Brücke, die Königsdisziplin. Man kann ganz viel richtig machen vorher, aber wenn man auf der Brücke scheitert, dann war vieles in Bezug auf das Ziel, im Profibereich anzukommen, umsonst. Komm, Junge. Insofern ist es ganz wichtig, dass man auf der Brücke Menschen hat, die einen A loslaufen lassen und auf der anderen Seite die einen begleiten und dann welche, die einen in Empfang nehmen. Aber beim Keil müssen wir, beim Keil müssen wir hier machen. Es macht sehr viel Spaß, die Jungs, den Träumen, was sie haben, einfach zu begleiten, die Jungs auch gewissen Input zu geben, was ich selbst als junger Spieler erlebt habe. Und die Jungs auch wissen, da ist jemand, zu dem wir immer gehen können, damit die Jungs einfach täglich in Kommunikation sind und denen auch beim Training zuzuschauen. Das ist ein Wusche. Ich warte auf mein Eier der Hochzeit. Ich bin aber auch jemand, der mit den Jungs sehr, sehr viel lacht, aber die wissen aber auch, wie weit die gehen können. Die muss wissen, wann Spaß ist und wann Arbeit ist.
Mit Thorsten Fröhling, mit Gerald Asamoah, Matthias Schober, Thomas Waldoch, auch mit Mike Büskens haben wir so viel Profi-Expertise, die dann begleiten können und einschreiten können, wenn was nicht gut läuft, dass die Spieler sich ganz, ganz sicher fühlen können auf dem Weg, im Profibereich anzukommen. Als Fußballer lebst du ja dafür zu sagen, okay, du willst Profi werden, und das Profi-Dasein, das heißt nicht das große Geld, sondern halt, du willst einfach vor großer Kulisse Fußball spielen. Wenn du da standst und die Schiri pfeifen an, du läufst dann raus, dann merkst du diese Gänsehaut, du freust dich auf das Spiel, aber trotzdem bist du diese Anspannung, zu wissen, okay, was passiert denn heute? Ich war jetzt nicht ein überragender Techniker, der jetzt 10 Übersteiger gemacht hat, aber für mich war klar, wer meinen Ball haben will, der muss aber alles dafür tun, um den Ball zu bekommen. Und daher war so, dass die Fans da meine Art und Weise vom Fußballspielen irgendwie gemocht haben. Als Manager ist ja also klar, bist angespannt, du hoffst, dass sie gewinnt, aber und auf einmal das Schlimmste, du kannst es nicht ändern, du sitzt noch da und guckst deinen Jungs zu. Das fehlt halt, wenn du aufgehört hast, dieses Gefühl, du kannst es auf dem Platz sehr, sehr viel ändern. Und wenn du aufgehört hast, das fehlt einfach sehr. In dem Moment, wo du das erste Mal da rauskommst, du wirst schon in gewisser Weise erschlagen davon. Du betrittst gerade den Rasen und lebst förmlich deinen Traum, wofür du auch jahrelang gearbeitet hast, wo du als Kind von geträumt hast. Das ist einfach ein wahnsinniges Glücksgefühl, ne? Da unten stehen zu dürfen und das zu tun, was du liebst, vor 63.000 Leuten. Hoffentlich werde ich schon diese Ziel, Bundesliga-Profi zu werden, erreichen hier und alle hier auf Schalke glücklich machen und ja. Knappenschmiede gehört zu Schalke ultimativ dazu. Neulich hatten wir den 100. Spieler aus der Knappenschmiede, der bei den Profis eingewechselt worden ist, nämlich Jan Bostogan. Da sind wir auch stolz drauf und das ist vielleicht auch so das Herz des FC Schalke 04. Denkt mal an die Ikone Norbert Elgert oder die vielen, vielen Spieler, die Profi geworden sind und natürlich inzwischen woanders auch spielen. Das ist ja unendlich, die Liste eigentlich. Zu Schalke gekommen bin ich im 2. Jahr U19, damals bei Norbert Elgert. Ist einfach das, wo du wahnsinnig gut darauf vorbereitet wirst, was dich in der nächsten Saison, wenn du den Sprung schaffst zu den Profis, sei es hier oder woanders, was dich da erwartet. Das Rüstzeug, das ein junger Spieler mitbringen muss, um in der Bundesliga nicht nur anzukommen, sondern sich auch durchzusetzen, ist in erster Linie mal Charakter. Er braucht die Persönlichkeit, sich jeden Tag verbessern zu wollen. Neben Charakter unbedingt die entsprechende Athletik, vor allen Dingen Geschwindigkeit. Der Spieler muss etwas haben, das ihn identifiziert oben. Besondere Spezialitäten, also dass man sagt, es ist der Stratege oder der Pfeil auf der Seite. Er darf keine Schwäche haben, die oben sofort ausgenutzt wird. Deswegen ist es so wichtig, dass der Spieler die Spezialität noch weiterentwickelt, die Schwächen weiter ausmerzt und ständig an dem arbeitet.
Unsere Hauptaufgabe ist sicherlich, gemeinsam mit all den Mitarbeitern der Knappenschmiede so viele Spieler wie möglich in den Profikader, in den Profifußball zu bringen. Vor allen Dingen bei Schalke 04. Aber wir haben natürlich auch einen Ausbildungsauftrag für all die, die es nicht schaffen. Was ist mit denen? Naja, und da möchten wir natürlich auch, dass die Knappenschmiede, wenn sie die Knappenschmiede mal verlassen, auch als Gewinner des Lebens verlassen und sich nicht als gefühlte Verlierer. Denn auch diese Jungs nehmen ja vieles mit, was im Studium oder in anderen Branchen ihnen helfen kann. Dinge wie Einsatz, wie Durchhalten, wie Anstrengungsbereitschaft. Teamfähigkeit ist ja in jeder Branche gefragt. Also der Auftrag geht weit über den Fußball hinaus, ein bisschen auch Fußball als Schule, ein bisschen als Schule des Lebens. Ich glaube, man könnte sagen, die Knappenschmiede ist die geilste Jugendakademie der Welt, weil da wahnsinnig gute Jungs rauskommen. Und auch jetzt sieht man wieder, dass es ein paar gibt, die eine wahnsinnig hohe Qualität an den Tag legen. Ich glaube, was die Talententwicklung und den nächsten Schritt, diese Talente dann an den Profibereich ranzuführen und rauszubringen, mit der Knappenschmiede ganz weit vorne sind. Man registriert schon die Kameras, man weiß schon, dass das eine große Bedeutung hat. Das hat Gründe, dass du da bist, das hast du dir erarbeitet. Und dann geh da raus und hab Spaß, genieß das und fokussier dich darauf, dein Bestes zu geben, deinen Job für die Mannschaft zu machen, defensiv und offensiv. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit aber auch größer, dass du dein erstes Spiel erfolgreich gestaltest. Ich lebe diese Sportart und kann froh sein, dass ich jetzt hier stehe und hier meinen Weg hoffentlich weitergehen werde.